Stell dir vor, du fängst mit Mitte 30 wieder von vorne an. Also ganz von vorne. Neuer Wohnort, anderer Job, nochmal Studium. Alles. Im Frühjahr wusste ich noch nicht, dass genau das alles bald eintreffen würde. Was mir jedoch schon bewusst war, war dieses Gefühl. Alles, was ich bisher erreicht hatte, fühlte sich irgendwie nicht so richtig an. Ich hatte mein Studium abgeschlossen, eine Karriere gestartet und trotzdem habe ich mich gefragt, ist das wirklich das Richtige? Was, wenn du mit deinem heutigen Wissen den Mut findest, alles hinter dir zu lassen und nochmal komplett neu anzufangen? Was würdest du tun? Man hat früher gesagt, wart mal, bis du in die 30er kommst. Alles wird so viel einfacher. Nein, ich bin immer noch verwirrt. Möchte ich eine komplett neue Karriere beginnen? Möchte ich meinen Job behalten? Möchte ich einfach mein Geld nehmen und auswandern? Nach Japan oder Neuseeland? Möchte ich in der Stadt wohnen? Möchte ich in einem kleinen Haus auf dem Land wohnen und Dinge bauen und einen Garten pflegen? Oder einen Van kaufen, rumreisen und remote arbeiten? Ich glaube, ich will keine Kinder. Will ich? Es gibt kein richtig und falsch, aber es gibt so viele Optionen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich ganz schön privilegiert bin, das alles denken zu können. Aber vielleicht geschieht ja alles genau so, wie es geschehen soll. Ich bin Mitte 30 und nach mehrjährigem Architekturstudium, diversen Praktika in Architekturbüros und einigen Jobs nach meinem Abschluss hat mich mein Weg zu einem Punkt geführt, an dem ich mich gefragt habe, ob ich die richtigen Abzweigungen genommen hatte. Und so saß ich hier Ende des Sommers auf meinen gepackten 7 Sachen, die Sicherheit hinter mir lassend auf dem Weg ins unbekannte Neue. Aber bevor ich an diesem Punkt war, musste einiges passieren. Im Frühjahr verlor ich meinen Job, doch anstatt Angst zu empfinden, spürte ich plötzlich Erleichterung. Endlich hatte ich den Raum, um zu überlegen, was ich wirklich will, worin ich gut bin und was mir Freude macht. Für mich bedeutet das, Dinge zu erschaffen, die Emotionen wecken, kreativ zu sein. Geschichten zu erzählen, die Lust auf die Zukunft machen und von Menschen umgeben zu sein, die genauso fühlen. Ich glaube, viele in meinem Alter stellen sich ähnliche Fragen. Wir haben unsere Berufe gewählt, als wir fast noch Teenager waren. Da hatten wir ganz andere Leben, andere Werte, andere Prioritäten. Deshalb habe ich mich entschieden, wieder an die Uni zu gehen und neuen Input zu bekommen für die Themen, die mich begeistern. Und dafür ging es ins Nachbarland. Gestern bin ich umgezogen. Ein neuer Ort, ein neues Leben, wieder mal allein. Der Umzug verlief eigentlich wie nach Plan. Nur ich und ein paar Kisten. Und jetzt stehe ich hier. Alles ist fremd, alles neu. Job, Freunde, irgendwo dazugehören, mich zurechtfinden. Aber heute gehe ich erstmal draußen die Gegend erkunden. Die ersten Schritte, mein Leben auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, hatte ich getan.
Ich fühlte mich aufgeregt und freute mich auf den neuen Abschnitt. In ein paar Wochen fängt das Studium an. Natürlich mache ich mir Sorgen. Ich habe hier noch keinen neuen Job gefunden. Finanziell muss ich mich so oder so wieder zurückschrauben. Ich frage mich, ob ich diesen Cut bereuen könnte. Was ist, wenn mir das Studium nicht gefällt? Werde ich mit Abstand die Älteste im Vorlesungssaal sein? Werde ich Probleme bei der Jobsuche haben? Wohin führt mich das Ganze wirklich? Ich muss zugeben, es ist auch alles echt ein bisschen viel. Komplett neues Leben, Umzug, keine Freunde, kein Netzwerk, komplett bei Null anzufangen. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Mit der Jobsuche hatte ich auch noch nicht so wirklich Erfolg. Ich bin gleichzeitig excited, hier zu sein, aber auch verunsichert. Ich stelle mehrmals am Tag in Frage, ob das wirklich alles so gut war. Aber woher soll man es wissen, wenn man es nicht macht? Diese Ambivalenz ist irgendwie anstrengend auszuhalten. Dennoch weiß ich, es soll eben nicht so weitergehen wie bisher. Das Studium fängt nächste Woche an, das heißt, ich werde auf Leute treffen und kann ein bisschen netzwerken. Der hat noch immer Jote, Junge, ne? Ja. So, es ist soweit. Heute geht's zum ersten Mal in die Uni. Nach meinem letzten Master hätte ich nicht gedacht, dass ich jemals wieder einen Fuß in eine Uni setze. Zu anstrengend, zu viel Verzicht war das lange Zeit. Und das ist es auch wieder. Aber an so einem Ort gibt es eben auch enorm viele Möglichkeiten. Geballtes Wissen, den Raum, Dinge auszuprobieren und zu experimentieren. Mit Menschen, die ähnlich ticken. Zu meiner Überraschung bin ich bei weitem nicht die einzige über 30. Es ist spannend zu hören, wie meine Kommilitoninnen hier gelandet sind. Und ich muss sagen, ich studiere auch anders. Ich habe andere Prioritäten und kann mich besser disziplinieren. Ich habe einen großen Erfahrungsschatz, auf den ich zurückgreifen kann, weil ich schon einige Jahre gearbeitet habe. Bis jetzt macht es also sehr viel Spaß. Aber so richtig Resümee ziehen kann ich wohl erst am Ende des ersten Semesters. Ich habe eine Einladung zu einem Jobinterview bekommen. Keine Ahnung, was ich anziehen soll. Trotz der Rückschläge der letzten Monate, Jobverlust, finanzielle Einbußen, Mindfuck, bin ich dankbar, wie sich allmählich alles zusammenfügt. Ich habe intensiv darüber nachgedacht, was ich in den kommenden Jahren erreichen und vor allem, wie ich leben möchte. Dieses Jahr hat mir einiges abverlangt, doch ich bin stolz, den Mut gefunden zu haben, alles zu hinterfragen und Dinge anders zu machen. In Relation ist es nie zu spät, das zu tun. Rückblickend weiß ich nicht mal, ob ich in meinen 20ern dazu in der Lage gewesen wäre. Damals war ich unsicher und ehrlich gesagt mehr damit beschäftigt, alte Wunden zu heilen. Oh, das ist so schön. Ich bin meinem Ich aus den 20ern sehr dankbar, diese Arbeit geleistet zu haben.
Denn die Rückschläge in meinen 30ern konnte ich resilienter wegstecken, ohne in alte Muster zu verfallen. Stattdessen bleibe ich optimistisch und habe Lust auf das Leben. Falls du gerade am Anfang einer ähnlichen Reise stehst, halte durch, hol dir Unterstützung. Es kann wirklich besser werden. Vielleicht stehst du aber gerade selber vor solch einem Neuanfang. Hör auf, es zu zerdenken, zu sorgen, zweifeln, nach links und rechts zu schauen. Hör auf. Mach es einfach. Like and subscribe.